Hallo und schönen guten Tag. Was gibt es Neues? Wir fliegen zurück nach Mexiko und freuen uns, wenn ihr uns wieder auf diese Reise begleitet. Zunächst lernen wir Mexico City als lebendige, vielfältige Stadt kennen. Das historische Zentrum und die schwimmenden Gärten von Xochimilco als UNESCO-Welterbe, das anthropologische Weltklasse-Museum, faszinierende Gebäude und Restaurants und nicht zu vergessen Chin Chin, den Panda im Zoo von Mexico City. Wir haben uns in dieser Stadt immer sicher gefühlt, allerdings mit einem Ehepaar gesprochen, denen beim Formel-1-Rennen in Mexico City die Brieftasche gestohlen worden ist. Wie immer haben wir versucht, die Highlights für euch und uns im Film festzuhalten und freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank! Unsere erste Anfahrt gestaltete sich spannend. Wir kamen noch pünktlich an. Der Bus war angenehm leer und einschließlich Toilette hatten wir alles, was wir brauchten. Nach einer sehr kurzweiligen Fahrt in den Panoramasitzen sind wir bereits in Frankfurt am Main und erleben hier den goldenen Oktober. Und während einer Busfahrt tanken waren wir auch noch nie. So kamen wir ohne zu schieben im Hotel an und starteten am nächsten Morgen ausgeschlafen in den Tag. Mit dem Taxi fuhren wir zum Hotel. Uber operierte am Flughafen von Cancun nicht. Und mit Sonnenaufgang empfing uns die Geräuschkulisse der Natur. Mit 400 Pesos, also ca. 20 Euro,
kostete das Hotel-Shuttle nur die Hälfte des gestrigen Taxis. Und Werbung im Flieger hatte ich bisher nur auf einem Flug mit Air Asia von Thailand nach Kambodscha gesehen. Heute ging es mit Viva Aerobus von Cancun nach Mexico City. Landeanflug Mexico City, Flughafen Benito Juárez. Und Weiterfahrt zu unserem Airbnb im nahegelegenen historischen Zentrum. Nach einem gesunden Frühstück starteten wir früh in den Tag. Es ging zu einem grandiosen Bäcker. Und überall war bereits geschmückt für den Dia de los Muertos, eine fröhliche Art aller Seelen, den Tag der Toten zu feiern. Hier im Casa de los Azulejos wollten wir stilvoll zu Mittag essen.
Und jetzt ging es zum Mittagessen. Und wir genossen das tolle Ambiente. Und am Abend genossen wir einfach die Aussicht aus unserer Wohnung. Heute stand ein Stopp am Frida Kahlo Museum und eine Kanalfahrt in Xochimilco auf unserem Programm. 4 Etagen herunter ohne Gepäck schafften wir leicht und warteten in einer Seitenstraße auf unser Uber. Hausmalerei, Fußmatten im Uber. Hier sind wir im Stadtteil Coyoacán, in dem das Frida Kahlo Museum liegt, angekommen. Hier holte uns das Uber zur Kanalfahrt in Xochimilco ab. Die Gäste auf den Booten wurden von weiteren Booten aus bewirtet. Hier zu erkennen sind die früher angelegten schwimmenden Gärten von Xochimilco, die mit ihren Kanälen von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden sind.
Ja, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß in diesen Resten des Sees, in den Mexico City gebaut worden ist. Zurück in der Wohnung stärkten wir uns mit Köstlichkeiten vom Bäcker, bevor wir noch ein wenig durch diese sehr lebendige Stadt flanierten. So begrüßte uns der Morgen in einem unserer Schlafzimmer. Das zweite war mit Balkon. Und um 9 Uhr waren wir zur Eröffnung im Anthropologischen Museum von Mexico City. Die Mexikaner hatten am Sonntag freien Eintritt. Hier führte eine Treppe in den Keller zu einer Grabkammer. Und hier sind die Anfänge von Mexico City zu sehen, einer Stadt, die in einem See entstand. So platt waren wir auch, als wir das Museum verließen. Doch weiter ging's in den Zoo von Mexico City. Und ein Wunsch von mir wurde wahr. Ich sah einen Panda-Bären.
Ya ven burada bakın. Yine. Xing Xing wurde hier 1990 geboren und hat mit 34 Jahren ein sehr hohes Alter erreicht im Vergleich zur Lebenserwartung von 20 Jahren in der Wildnis. Ya ves, ma, está comiendo papitas. Dime, papá, no ¿Qué es Vor der kanadischen Botschaft holte uns das Uber ab. Wir kauften noch im Laden um die Ecke und beim Bäcker ein und legten dann die Füße hoch. Das waren die Böller einer Fiesta Mexicana in der Nacht. Wir hatten eine tolle Zeit, doch jetzt wurde es Zeit zu gehen. Und herunter ging es ohne Aufzug dann doch etwas einfacher. Dankenswerterweise zum Ende unseres Aufenthalts war die Wasserversorgung stark eingeschränkt. Zumindest in der Wohnung. Wir kauften noch beim Bäcker und auf dem Markt ein, bevor es mit dem Uber weiterging zu unserem nächsten Ziel. So, das war's für diesmal. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Film gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Und natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen hoch. Wir fahren jetzt mit dem Uber nach Tepoztlán, einem Pueblo Mágico, also einem ausgezeichneten, besonders schönen Ort in Mexiko, wo auch unser Unimog auf uns wartet. Dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute!